willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX5 bzw. über den Drifter MX5. Heute werde ich mal so ein paar kleine Arbeiten machen, die ich noch unbedingt vor einem Drift-Event machen wollte. Und ja, ein paar kleine Sachen, die im Prinzip nicht in eins für ein Video reichen, sondern jetzt halt alle zusammen gemacht werden in einem. Angefangen mit den Sitzen, weil man bei den meisten Drift-Events in Deutschland oder auch, glaube ich, in Europa muss man einen Helm tragen. Und ich sage mal so, mit den Seriensitzen, so wie sie jetzt gerade sind, passt das nicht ganz, weil die sind halt hier und hier so ein bisschen zu dick, da passe ich nicht rein mit Hardtop und Sitz. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, wie ich das meine. So, an sich sieht man schon, hier oben ist nicht viel Platz. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr so viel Platz hier oben. Und wenn ich dann noch einen Helm tragen muss, was ich mal ganz kurz mache, habe ich im Prinzip gar keinen Platz mehr. Also Hand geht da nicht mehr zwischen, und wenn ich mich gerade hinsetze und so mache, dann hänge ich hier schon oben hinter. Und deswegen werde ich jetzt hingehen und den Sitz bzw. die Sitzfläche ein bisschen dünner machen, genauso wie hier hinten die Fläche ein bisschen dünner machen. Ich werde jetzt mal hingehen, den Sitz ausbauen, da so ein bisschen das Polster abschneiden und dann mal das Ganze austesten, wie das ist. Das mache ich jetzt eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ich habe so ein bisschen die Sitzschale unten, also das Polster unten und hier hinten das Rückenteil, was hier unten liegt, ein bisschen bearbeitet. Es geht ganz gut mit so einer Säge, das ist glaube ich eine ganz normale Holzsäge oder so. Damit geht das sehr gut, mit dem Cuttermesser geht das auch, aber am besten kann man irgendwie Cuttermesser nehmen und so eine Säge oder keine Ahnung, ein Brotmesser geht glaube ich auch ganz gut, damit man das hier einmal abschneiden kann. Ich bin jetzt hingegangen und hier unten sieht man einmal, das war mal hier unten. Das sind so ungefähr 2 Finger breit. Habe ich jetzt rausgeschnitten und bin hier jetzt im Prinzip, ich denke mal, dass hier drunter, also der helle Schaum ist glaube ich der weichere Schaum und ich denke mal der dunkle Schaum hier unten, das ist ein härterer Schaum. Es ist auch nicht mehr so unfassbar viel, wenn man hier anguckt, über. Ich habe jetzt hier hinten auch nochmal diese Sitzkuhle, was im Prinzip da vorne, da wo die Löcher sind, reingeht. Das habe ich auch nochmal ein bisschen abgeschnitten. Einfach um, wenn ich drin sitze, im Prinzip in dieser Kuhle drin sitze und vielleicht hält die mich ein bisschen besser. Und damit komme ich nochmal ein bisschen weiter nach unten. Die Außenseiten lasse ich so hoch, wie sie sind. Macht am meisten Sinn, weil so werde ich im Sitz gehalten und kann dann hier halt von gehalten werden, also von den beiden Sachen gehalten werden. Hier habe ich einmal ein bisschen zu doll reingeschnitten, aber das ist an sich egal, man sieht es sowieso nicht. Dann bin ich hier hinten noch hingegangen und habe einmal diese Rückenplatte, die ungefähr doppelt so dick mal vorher war. Da liegt das noch. Das habe ich da auch noch abgeschnitten. Ist jetzt nicht mehr die unfassbar beste Form. Also normalerweise ist hier so eine kleine Kurve drin für die Lordosenstütze oder für halt allgemein für die Wirbelsäule. Aber das habe ich einigermaßen versucht nachzumachen. Ist mir jetzt mehr oder weniger gelungen. Und das kommt dann später hier vorne wieder rein und wird im Prinzip einfach nur da reingelegt. Und ja, hier hat man auch noch so ein bisschen Polster, sprich man könnte das theoretisch auch komplett weglassen, aber ich möchte jetzt nicht komplett übertreiben, weil ich will mit dem Auto ja immer noch fahren. Und habe da so einfach ein bisschen was weggeschnitten, um mich im Prinzip im Rücken ein bisschen weiter einzulassen und dass die beiden Stützen hier vorne hoffentlich so ein bisschen mehr stützen. Ich werde das Ganze wieder einbauen und dann gucke ich gleich mal, ob ich erstens tiefer gekommen bin, was ich mal denke, weil da habe ich ungefähr ein paar Zentimeter weggeschnitten. Ja, ich baue das Ganze jetzt wieder zusammen.
So, wie ihr sehen könnt, der Sitz ist jetzt wieder eingebaut. Ich habe die Kamera jetzt ungefähr so hingestellt, wie die vorher war, also auf derselben Höhe und sowas. Und wie man hoffentlich sehen kann, ist, dass ich hier oben sehr viel mehr Platz habe. Ich konnte vorher ungefähr halt so 2 Hände übereinander oben drüber tun. Und jetzt kann ich im Prinzip hingehen um meine Faust und nochmal sozusagen 2 Hände. Also ich habe jetzt ungefähr so viel Platz da oben, vorher hatte ich ungefähr so viel Platz. Also habe ich gute 5 cm, würde ich jetzt mal behaupten, habe ich jetzt an Platz geschaffen. Und wenn ich jetzt hingehe und mir den Helm aufsetze, dann habe ich oben noch ungefähr 2 Hände breit, habe ich dann nochmal Platz und kann im Prinzip mit dem Kopf alles machen, was ich möchte und habe komplett Platz, so wie es sein soll. Ich bin noch nicht gefahren, aber an sich, so vom Sitzen her, ist es noch ganz bequem. Ich habe unten vielleicht am Boden und am Rücken sogar ein bisschen zu viel weggenommen, weil ich merke unten so ein bisschen die Sitzschale bzw. die Metallschale, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten geht das Ganze. Ich bin mal gespannt, ob mich das so ein bisschen besser im Sitz halten geht, weil ich bin jetzt halt ein bisschen weiter runter in der Schale drin und ein bisschen weiter hinten, sprich die Seitenwülste hier unten und oben, die sollten mich ein bisschen besser halten. Nachdem der Sitz jetzt fertig ist und einmal getestet ist, werde ich zum nächsten Punkt hingehen. Und zwar ist der nächste Punkt einmal unterm Auto. Und zwar geht es einmal hier vorne drum. Hier vorne sieht man, dass, hier vorne etwas fehlt, beziehungsweise abgebrochen ist. Das ist von der Batterie, glaube ich, die Erdung. Und die sollte normalerweise an diesem PPF hier dran sein. Da werde ich eben hingehen, das Ganze reparieren. Ist an sich nichts Wildes, ihn abschneiden, dann hier oben ein neues Loch bohren und dann da halt irgendwas dran krimpen und dann im Prinzip eine Schraube durch. Deswegen, das ist nichts Wildes, das mache ich eben ganz fix und dann ist die nächste Sache im Prinzip auch schon fertig, die ich mir vorgenommen habe. So, das Kabel ist jetzt wieder dran. Ich habe jetzt hier oben einfach ein Loch gebohrt und das Ganze mit der Schraube dann da durchgehauen. Hier vorne habe ich jetzt Isolierband genommen, ist nicht das Schönste. Ich hätte da auch lieber Schrumpfloch genommen, aber ich hätte jetzt gerade nur Isolierband hier. Aber ja, sollte auch halten und funktionieren. Die Schraube hier unten lasse ich einfach drin, weil ich denke mal, die stört nicht. Auf jeden Fall das Erdungskabel, wo auch immer das hingeht, also es geht zur Batterie, aber wofür das auch immer da ist jetzt wieder dran. Wundersamerweise hat das Auto auch ohne Probleme einfach so funktioniert. Keine Ahnung, wofür das jetzt so ganz genau ist. Auf jeden Fall, ich denke mal, Matze hat sich da irgendwas bei gedacht und das Kabel ist jetzt wieder dran, so wie es sein sollte. Das da hinten ist jetzt auch fertig, die zweite Sache. Jetzt kommen wir zur dritten Sache und die befindet sich wieder im Innenraum. Und zwar sieht man, hier hinten habe ich noch so ein paar Sachen drin. Das ist das alte Softtop und dieses Wind-Shot-Gedöns. Das werde ich jetzt ausbauen, genauso wie noch ein paar Sachen im Motorraum und hinten drin. Da werde ich auch noch ein paar Sachen rausnehmen, um das Auto einfach noch leichter zu machen, wie es eigentlich ist. Ziel ist es ungefähr 20 Kilo aus dem Auto jetzt noch wieder rauszunehmen. Dafür werde ich ein paar Sachen rausnehmen, die mehr oder weniger unwichtig sind für das Auto. Zum Beispiel das Softtop brauche ich nicht mehr, weil ich habe jetzt das Hardtop. Vorne aus dem Motorraum werde ich ein bisschen was rausnehmen, weil da kann man dann auch genug Gewicht sparen. Und hinten aus dem Kofferraum, da werde ich auch noch ein paar Sachen rausnehmen. Zum Beispiel das Ersatzrad ist schon draußen, aber noch der Wagenheber ist noch drin, also der kleine Scherenwagenheber ist noch drin. Der kommt raus und gucken, was ich da im Prinzip noch alles rausschmeißen kann. Wie gesagt, Ziel ist jetzt mit dem Softtop und alles drum und dran und vorne und hinten 20 Kilo rauszunehmen. Werde ich am Ende nochmal messen, gucken, ob ich es geschafft habe. Und das mache ich jetzt eben.
So, das Auto ist jetzt soweit leer, beziehungsweise es ist alles raus, was ich rausnehmen kann an Gewicht. Wie ihr seht, da hinten habe ich die Türpappen auch mal neu gemacht. Hier und hier ist derselbe Style wie beim anderen MX-5, weil ich den Style einfach ultra gut finde und deswegen ja, habe ich den gleichen Style gemacht wie vorher. Wie ich das gemacht habe, habe ich jetzt nicht gezeigt in dem Video hier, weil ich habe das ja schon mal gemacht. Das könnt ihr auf jeden Fall in dem Video angucken, was jetzt so angepinnt ist. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt alles raus. Lautsprecher sind raus, die ganzen Kabel sind raus. Da vorne seht ihr schon, da habe ich eine Platte vorgemacht. Da war das Radio drin. Das habe ich auch rausgetan, weil brauche ich sowieso nicht mehr. Dann habe ich hier hinten einmal das Softtop rausgenommen, was ich ja sowieso nicht mehr brauche. Und dann da unten diese Lärmschutzisolierung habe ich auch rausgenommen. Und dann im Motorraum konnte ich leider nicht viel rausnehmen. Da habe ich jetzt einfach nur den Kanister hier weggenommen und das war es dann noch im Prinzip. Könnt ihr den davon noch wegnehmen, aber das macht an sich keinen Sinn, außer dass ich da halt dann mehr Platz kriege. Und den lasse ich jetzt erstmal drin. Und ansonsten kann ich hier nicht wirklich was wegnehmen. Ja, sonst im Kofferraum kann ich jetzt nicht zeigen, habe ich zugemacht. Da habe ich aber die Matte rausgenommen, weil die Matte brauche ich in dem Kofferraum sowieso nicht. Und die kommt dann in den Kofferraum von dem anderen MX-5. Was ich hier sonst noch rausnehmen hätte können, wäre natürlich die ganze Innenverkleidung, also den ganzen Teppich und sowas. Da hinten auch, das hätte ich alles rausnehmen können, aber habe ich jetzt mal drin gelassen, weil es ist ja noch ein Straßenauto und von daher lasse ich jetzt nochmal die komfortablen Sachen, lasse ich jetzt erstmal drin. Und so nötig ist das jetzt nicht, dass das Gewicht auch noch rauskommt, weil ich glaube, da muss ich auch ein bisschen mehr entfernen als einfach nur die Mittelkonsole. Von daher lasse ich das erstmal drin. Und nachdem jetzt alles raus ist es natürlich sinnvoll, das Ganze zu messen und zu gucken, wie viel Gewicht ich jetzt gespart habe, beziehungsweise wie viel weniger Gewicht jetzt in dem MX-5 drin ist. Dafür bin ich hingegangen, habe alles auf eine Waage getan, habe alles einzeln gewogen und damit habe ich insgesamt 25,7 Kilo gespart. Softtop jetzt nicht mehr reingerechnet, weil ich habe das Softtop ja entfernt, aber dafür habe ich halt das Hardtop reingetan. Und das Hardtop wiegt ungefähr 20 Kilo und das Softtop wiegt ungefähr 17,1 Kilo. Deswegen, wenn man das jetzt dagegen rechnet, habe ich jetzt aus dem Auto aktiv 22,8 Kilo rausgenommen, was an sich für so ein kleines Auto schon echt viel ist und auch mit der Leistung und sowas wird sich das höchstwahrscheinlich auch irgendwie bemerkbar machen. Die 22 Kilo sind jetzt aus dem Auto raus, aber die werden im Prinzip auch gleichzeitig wieder durch Performance-Mods ins Auto reinkommen. Sprich, ich werde noch einen Ölkühler einbauen, ein größerer Wasserkühler und so weiter und so fort. Aber ich habe halt mit den Mods habe ich halt trotzdem die 22,8 Kilo gespart. Und ich würde jetzt sagen, das war es auch mit dem Video. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Ein bisschen was vorbereitet fürs Drift-Event, wobei das Video jetzt schon von dem Drift-Event rausgekommen ist. Ich filme das Ganze so währenddessen und danach und davor und sowas. Auf jeden Fall, das Drift-Event ist schon passiert. Das Video könnt ihr euch angucken, ist das letzte oder vorletzte Video oder vorvorletzte. Ich weiß gar nicht. Irgendwann habe ich mal ein Video zu einem Drift-Event gemacht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.